Hallo, ich bin Timo von Paulimed. Paulimed? Von Paulimed. Ich könnte auch ein Liedchen singen. Ja, bitte. Weihnachtskind, Matze stinkt, Robin legt ein Ei. Das finden jetzt alle im Raum lustig, außer die, wo Matze und Robin heißen. Okay. Ach, du nimmst schon auf? Mhm. Okay, bravo. Das Outtake wäre auch schon drin. Genau. Hallo, ich bin Timo von Paulimed. Im heutigen Video wollen wir eine Einweisung machen in der Fräsmaschine. Euch quasi einen Guide zeigen, einen einsteigerfreundlichen, was eine Fräsmaschine ist, was man damit machen kann und dann kurz auf die Funktion eingehen. Natürlich von vorne weg, kurze Erklärung, für wen ist welche Fräsmaschine geeignet. Ich werde jetzt kein allzu großes Fass aufmachen, ich werde es auch nicht zu groß anreißen, weil dazu haben wir auch schon andere Videos gemacht, sondern ich gehe da ein bisschen einfacher drauf ein, sondern es geht mehr darum, dass ihr seht, was ihr mit der Fräsmaschine machen könnt. Und im ersten Teil ist es natürlich die Vorstellung, im zweiten Teil lassen wir dann auch Späne fliegen und gucken, dass wir irgendwas Schönes machen. Im Gegensatz zu Drehmaschinen, bei denen man rotationssymmetrische Werkstücke bearbeiten kann man bei einer Fräsmaschine dreidimensional arbeiten. Man hat die X-Achse, man hat die Y-Achse und man hat die Z-Achse. Und dadurch hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, um irgendwelche Kleinteile, Einzelteile zu fertigen. Das würde ich euch gerne im Einzelnen zeigen. Und dazu haben wir hinter mir die X2P aufgebaut. Kommt mit. Hallo. Oder was? Ich stehe jetzt neben unserer Maschine und wir haben uns ganz bewusst für die X2P entschieden, weil es unsere Einsteigermaschine ist für den kleinen Span. Einsteigermaschine für den kleinen Span heißt, wir können damit weiche Materialien bearbeiten. Das sind zum Beispiel Buntmetalle wie Aluminium, Messing oder Kupfer oder auch Kunststoff. Für Stahl, also unlegierten Stahl oder gar Edelstahl, ist die Maschine nicht geeignet, weil die mit ihren 250 Watt Leistung einfach zu schwach dafür ausgelegt ist. Darum macht es wirklich keinen Sinn, wenn ihr Stahl bearbeiten wollt, orientiert euch bitte höherwertig. Sollte mindestens eine Sieg SX2L sein. Okay, jetzt möchte ich die Maschine mal kurz im Einzelnen erklären. Hier hat man den Notausschalter, ganz wichtig. Durch den Notausschalter sieht man auch hier an dem grünen Licht, wird sofort der Stromkreis unterbrochen. Das heißt, wenn irgendwas ist, ein Schlag drauf und die Maschine bleibt stehen. Hier kann man die Drehzahl einstellen, stufenlos. Ihr seht. Und ihr hört auch, dass die Maschine ein bisschen lauter ist, die anderen sind leiser. Lauter ist sie deshalb, weil hier zwischen Motor und zwischen Spindel ist ein Plastikzahnrad und dort ist ein Metallzahnrad. Und es gibt natürlich höhere Laufgeräusche wie ein schöner Riementrieb. Wobei das immer ein Argument ist, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, wo man nur sekundär betrachten sollte. Weil die hauptsächlichen Lärm, und das werdet ihr im zweiten Video auch erleben, liegt an der Spanabnahme selber, also nicht an dem Geräusch der Maschine. Darum, es ist okay, wenn ihr eine leisere Maschine habt, aber das soll nicht das Hauptkaufargument sein. Okay, des Weiteren. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, die Z-Säule komplett nach oben, nach unten zu verfahren. Hier mit den pinolen Griffen. Wenn wir die Feineinstellung machen wollen, sprich wir wollen aufs Hundertstel zustellen, gehen wir hier, setzen wir das hier ein. Und jetzt kann ich vorne mit der Feineinstellung, ihr seht, ganz genau einstellen. Je nachdem, was für eine Genauigkeit der Nonius hat, kann man das mehr oder weniger genau einstellen, ist auf jeden Fall viel präziser als hinten mit den Pinolengriffen. Was natürlich auch noch wichtig zu erwähnen ist, ganz klar, das ist hier die Schutzeinrichtung. Wie ihr es hier seht, da ist sogar ein Schutzschalter, ich demonstriere es euch mal. Schutzschalter heißt, in dem Moment, wo ich die Schutzabdeckung öffne, bleibt die Spindel stehen. Das ist ein Sicherheitsfeature, das ist vorgeschrieben und man sollte es doch tunlichst dran lassen. Man sieht auch, wenn ich den öffne, während die Spindel läuft, dass hier das Licht von der Störung angeht. Das ist das Fault, also Fehler. Man quittiert den Fehler, indem ich quasi mit dem Potentiometer, also in dem Fall ist es ja eigentlich eine Drehzahlregelung, ganz runter gehe, über den Schalter drüber, auf Aus
und es dann wieder aufs Neue einmacht. Und schon springt wieder die Fräse an. Wenn wir hier schon bei der Seite sind, kann ich euch auch gleich zeigen, dass wir hier eine Rückholfeder haben. Die Rückholfeder soll eigentlich nichts anderes machen, wie uns die Arbeit erleichtern und wenn ich es nach oben drehe oder in irgendeiner beliebigen Position habe, dafür helfen, dass der Fräskopf auch stabil gehalten wird. Wenn man natürlich bearbeitet, muss man klemmen, ganz klar. Zum Zweiten natürlich noch, was jetzt ein Antrieb selber geht. Wir haben 2 Drehzahlbereiche, einmal bis 2500, einmal bis 1100 und zwar kann man das hier mit dem Schalter umschalten. Wenn man hier mit dem Schalter umschaltet, hat man dann quasi wie 2 Gänge am Auto, einen langsamen Gang, einen schnellen Gang und mit dem Potentiometer kann man das einstellen. Hat den Vorteil, dass wenn man gerade mit der Drehzahl runtergeht und ich sage jetzt mal ein zäheres Material bearbeitet, wie hier jetzt zum Beispiel eine Aluminiumlegierung, die ein bisschen härter ist, dann hat man natürlich mehr Kraft, weil der Motor zwar dieselbe Drehzahl hat, aber durch die Übersetzung die Spindel langsamer läuft, sprich mehr Drehmoment. Das hört sich soweit ganz gut an. Ist auch ganz gut. Was noch weiter ist, wir haben hier Anschläge, finde ich jetzt zum Beispiel gut, wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Bohrungen machen wollen, kann ich hier runtergehen, kann dann quasi die Tiefe von dem Bohrloch bestimmen, stelle dann dementsprechend den Anschlag ein und dann kann ich quasi runtergehen, auf Anschlag, wieder hochgehen, das Stück mit dem Tisch wieder versetzen, zack, wieder runtergehen, auf Anschlag und so wiederholgenau eine Reihenfolge von Bohrungen machen, die dann alle absolut präzise sind. Hier unten ist natürlich wie bei jeder Fräsmaschine so, wir haben hier die X-Achse, wir haben hier die Y-Achse und die verstellt man hier mit den Handrädern. Hier auch wertig, alles mal aus Metall, mit Druckleisten überall, was in dem Preissegment auch üblich ist. So, jetzt haben wir im Wesentlichen die Fräsmaschine erklärt. Ihr seht, es ist eine relativ einfache Geschichte. Und jetzt wollen wir natürlich auch darauf eingehen, was kann man überhaupt mit einer Fräsmaschine anstellen. Also mit der Fräsmaschine allein kann man fast gar nichts bis überhaupt nichts anstellen. Die taugt wahrscheinlich noch nicht mal als Briefbeschwerer so schwer wie sie ist. Es heißt, wir brauchen Werkzeuge. Werkzeuge heißt, wir brauchen 5 Dinge im Wesentlichen. Das erste ist ein Bohrfutter. Das zweite ist eine Spannzangenaufnahme mit Spannzangen. Das dritte ist ein Fräser und für unten ein Schraubstock mit Spannpratzen, um den Schraubstock zu befestigen oder auch die anderen Werkstücke, die ihr nun mal anfertigen wollt. Und dazu haben wir jetzt auch wieder aus unserem Fachgeschäft so ein kleines Basisset hergeholt, das wir euch jetzt auf dem Tisch einfach mal im Einzelnen zeigen wollen. Aus unserem Fachgeschäft haben wir hier zum Beispiel den Maschinenschraubstock geholt. Der ist zum Beispiel auch sehr empfehlenswert. Der ist allseitig geschliffen. Das heißt, man kann es so oder so positionieren, wie immer man will. Das ist im Wesentlichen überhaupt gar kein Problem. Man muss nur ordentlich befestigen. Dazu hat man hier Spannnuten oder hier Löcher mit Gewinden zum Festschrauben. Das wäre jetzt ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, die wir haben. Wie schon gesagt, schaut euch da einfach im Online-Shop um da genaues Bild zu kriegen, was jetzt für eure Anwendungen optimaler ist. Was wichtig ist, zum Fräsen selber muss es eben ein Maschinenschraubstock sein, kein Bohrmaschinenschraubstock. Maschinenschraubstock, ihr seht, hat hier eine feste Backe. Die bewegliche Backe hier ist länger, dass die horizontalen Kräfte, die aufgenommen werden, halt einfach auch abgeleitet werden können. Das ist mit dem Bohrmaschinenschraubstock nicht möglich, weil mit dem Bohrmaschinenschraubstock die Backen dünner sind, weil ja nur vertikale Bewegungen gemacht werden müssen. Das ist im Wesentlichen der Unterschied. So, dann hier natürlich das Bohrfutter. Ich nehme hier gerade den Klassiker, das klassische Schnellspann-Bohrfutter, 1 bis 13 mm, MK3, passend für die Maschine. Was dort zu beachten ist, die Fräsmaschine hat ein Anzugsgewinde. Im Gegensatz zur Bohrmaschine, die einen wo das Bohrfutter einen Austreiblappen haben sollte, das ist quasi mit dem Austreibkeil wieder ausgesetzt werden kann. Das ist nicht nötig, aber dazu zeige ich euch später nochmal genauer, was ich damit meine. Dazu haben wir natürlich eine Spannzangenaufnahme, ER32, MK3. MK3 ganz klar auch wieder, weil das der Spindelkonus ist von der Maschine. Und zum Zweiten hat man mit ER32 die meisten Möglichkeiten. Man kann Fräser oder auch Sachen einspannen von 2 mm Durchmesser bis 20 mm Durchmesser und man muss es nur einsetzen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel irgendeine Spannzange, die wir hier jetzt schräg einsetzen.
hier einsetzen. Und ihr seht, der Fräser, in dem Fall unseren Fräser, wo ich gleich noch drauf komme, wird flächig eingespannt. Flächig heißt, wenn sich der dreht, dann kann ich horizontal fahren. Und ich habe immer die optimale Führung und auch den optimalen Halt. Wenn man das beispielsweise mit einem Bohrfutter machen würde, wie hier, dann hätte ich hier nur 3 bewegliche Backen mit einer ganz, ganz dünnen Aufnahme, die die horizontalen Kräfte aufnehmen. Es würde nicht funktionieren, haben wir auch schon mal in den Videos gesagt, aber das ist eine Anfrage, die häufiger kommt. Dann werde ich da auch nicht müde, da auch mal wieder ein bisschen drauf einzugehen. Nicht fürs Fräsen ein Bohrfutter. Bitte lasst es sein. Führt zum Chaos, ihr wollt das nicht. Okay, und hier haben wir wieder die Fräser. Wir haben hier unser Set, das ist eigentlich mein Lieblingsset, was wir hier haben, ist Titannitrid-beschichtete. Ihr wisst, ich bin so ein Freund vom Titannitrid-beschichteten, weil es ein Allrounder ist. Hier ist es mit einer Kanone auf den Spatz geschossen. Man kann ja im Prinzip nur Buntmetalle und Kunststoffe bearbeiten, aber trotzdem. Ich mag sie einfach, vor allem auch, weil es da 2 Arten gibt, die zweischneidigen Fräser. Zweischneidig heißt, wir haben hier eine übermittig geschliffene Schneide und können damit eintauchen. Es heißt beim Fräsen nicht bohren, bohren macht ein Bohrer, sondern beim Fräsen nennt man es eintauchen. Wir haben hier auch noch vierschneidige. Man kann gegebenenfalls mit dem vierschneidigen auch eintauchen, allerdings muss da eine Schneide übermittig sein. Normalerweise ist es nur bei 2- oder 3-schneidigen so, bei den vierschneidigen kann es sein. Muss aber nicht die Regel sein. Was der Vorteil ist, man kann von außen anfahren, man kann mit der gleichen Geschwindigkeit wie mit dem zweischneidigen, hat man ein schöneres Bild, weil man einfach mehr Schneiden hat. Man kann schneller arbeiten und man hat auch eine schönere Oberfläche. Ob das jetzt seitlich ist oder ob das jetzt nah am Boden ist. Je nachdem, was man damit machen will. Kann es aber im Zweifelsfall nur außen am Werkstück zustellen, also in Z eine Zustellung machen. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze eingebaut aussieht. Suchen wir uns eine passende Spannzange aus. Das müsste, mal gucken, wie mein Augenmaß ist. Da haben wir es. Das ist jetzt 10 bis 9 mm. 10 bis 9 mm, ganz klar, im entspannten Zustand ist es 10 mm. Aber wenn man das in den Konus reindrückt, wird es natürlich immer enger. Darum 10 bis 9 mm. Jetzt setzen wir hier den Fräser ein. Schrauben das zusammen und hier hat man dann Spannzangenschlüssel, mit dem kann man das dann noch fest anziehen. Hier unten die Fläche, das wird wahrscheinlich eine 36er Schlüsselweite sein, da kann man mit dem Schlüssel dagegen halten, dass man das einmal fest anzieht. Habe ich jetzt leider nicht, ist jetzt auch nur eine reine Demonstration, wir wollen ja nicht fräsen. Und dann habe ich hier den Fräser sauber in der Spannzange eingespannt und im Spannzangenhalter. So, das lege ich jetzt mal kurz zur Seite. Jetzt kommen wir natürlich noch weiter zum letzten. Zu den Spannbratzen. Wir haben hier beispielsweise ein Spannbratzen-Set. Und in diesem Spannbratzen-Set, in diesem 58-teiligen, hat man mehrere Möglichkeiten, seine Werkstücke zu spannen. Man hat natürlich hier anhand von den Gewindestangen, von den Stufenblöcken, von den Spannbratzen, von den Buntmuttern etc. zig beliebige Möglichkeiten. Und ja, auf die kann man dann entsprechend zurückgehen. Wie das jetzt in der Praxis aussieht, werden wir euch jetzt zeigen, indem wir jetzt ganz einfach hingehen und einfach mal, bevor wir jetzt ein Werkstück bearbeiten, einfach nochmal zeigen, wie das aussieht mit dem Bespannen. Und in dem Fall gehe ich auch gleich auf die Arbeitssicherheit ein, auf was ihr zu achten habt. So, ich werde jetzt den Schraubstock hier auf den Arbeitstisch spannen. Ich habe jetzt hier, anstatt aus dem Koffer, habe ich jetzt hier in Sechskantschrauben genommen, mit Unterlagsscheiben, was ich euch gleich zeige. Und zwar, dass das Ganze flacher aufbaut, dass ihr das ein bisschen besser seht. Weil das Gewinde, die Gewindestangen, wo mit der Mutter die Spannbratzen und die Stufenblöcke verbinden kann, die bauen ein bisschen höher auf. Und darum, aus Gründen der Veranschaulichung, habe ich das jetzt mich für die Variante entschieden. Ist aber eine ganz handelsübliche M8-Schraube, also jetzt nichts Besonderes. So, dann gehe ich jetzt mal hin, nehme nur mal eine Schraube. Setze sie fest. Dann nehme ich hier die Schraube, schraube die unten in den Nutenstein an.
Das hier drauf. Möglichkeit. So, wenn ich das habe, nehme ich den passenden Imbusschlüssel, suche eine schöne Position und dann kann ich es mit ein paar Umdrehungen reinschrauben und dann fest anziehen, so dass der Schraubstock so weit befestigt ist. Ja gut, okay, ich mag ihn jetzt doch noch ein bisschen weiter nach vorne spannen, weil ich gerade sehe, es ist nicht ganz so schön. Könnte man ein bisschen besser machen, dass das ein bisschen weiter in der Mitte ist. So, jetzt wurde hier gespannt. Und wird da gespannt. So, jetzt haben wir eine sichere Spannung vom Schraubstock. Wir können auf- und zuschrauben und dementsprechend das Teil dann bearbeiten. Jetzt gehen wir nach oben hin. Wir haben ja schon hier den Fräser eingespannt. Darum zeige ich euch jetzt, wie es geht. Oben die Kappe runter. Das geht in einem leichten Schlag. Und das ist jetzt hier die Anzugsstange mit dem Distanzring, der rausgefallen ist. Und die Anzugsstange wird von hinten in die Spannzangenaufnahme reingedreht. Im Gegensatz zur Bohrmaschine, was ich vorhin besprochen habe. Bei der Bohrmaschine habt ihr den Einschraublappen. Das heißt, eine Bohrmaschinenaufnahme mit Einschraublappen geht nicht in die Fräsmaschine. Da muss man hier quasi das einsetzen. Ihr habt gesehen, ich habe es unten reingesteckt. Ich habe die Anzugsstange angezogen mit den Fingern. Jetzt nehme ich kurz unseren 17er Schlüssel und ich ziehe es nur mit der Hand an. Und genauso wie ich es anziehe, so reicht es im Prinzip. Da muss man gar nicht groß fest anziehen, weil mit der Schraube zieht man nicht das Werkzeug mit der Werkzeugaufnahme fest, sondern man sorgt nur dafür, dass es sauber anliegt. Die Kraft von der Übertragung geht über den Konus. Das wird nur gewährleistet, dass dort ein sicherer Halt ist. So, und jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit, unten ein Werkstück einzuspannen. Et voilà. Unten das Werkstück einspannen und schon kann man loslegen. Was wir natürlich auch im zweiten Teil vom Video machen. Natürlich, wie ich euch gesagt habe, kann man anstatt hier eine Spannzangenaufnahme mit Spannzange auch das Bohrfutter einspannen. Auch da muss man natürlich darauf achten, dass man hier in dem Falle von dem MK3-Konus eins nimmt mit einem Einschraubgewinde, in dem Fall M12. M12 heißt quasi, man kann dort auch einen einschraubbaren Austreiblappen einsetzen, um dieses Bohrfutter beispielsweise auch an einer Bohrmaschine, an einer Standbohrmaschine zu verwenden. Also da verbaut man sich dann keine Möglichkeiten. Sei jetzt nur so am Rande erwähnt, Thema Erweiterungen, wie kann ich mein Werkzeug ein bisschen aufwerten. Okay, was jetzt natürlich noch ganz wichtig ist, ist die Arbeitssicherheit. Ihr seht vorhin auch, als ich dann gezeigt habe, dass die Maschine ausgeht, wenn man hier den Schutz zumacht. Klar, Thema Arbeitssicherheit, denkt dran. Hier können nicht korrekt gespannte Werkstücke rausfliegen und euch verletzen. Was natürlich auch noch sein kann, ist Späne, die fliegen auch unkontrolliert durch den Raum. Die können euch verletzen. Darum bitte eine Schutzbrille anziehen und euch vergewissern, dass unten auch das Werkstück sauber gespannt ist und auch die ganzen horizontalen Kräfte, die auftreten, aushält, aufgrund von der Spannung her. Macht euch natürlich im Vornherein darüber Gedanken, wie ihr das bearbeiten wollt. Was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt, etc., etc. und geht mit einer gewissen Ruhe ran. Weil eine Unruhe, Stress, Hektik, ihr wisst selber, das sollte nicht sein. Was noch weiterhin natürlich ganz klar ist, Schutzbrille anziehen, auf jeden Fall. Keine Handschuhe. Handschuhe können euch im Zweifelsfall in die Maschine reinreißen. Das dürft ihr nicht machen. Tut euch zur Not irgendwelche Handcreme. Da gibt's ja die Handschuhe, die flüssigen Handschuhe, so nennt sich das, zum die Hände eincremen. Natürlich auch gar keine weiten Klamotten tragen, keine Ketten, keine Ringe. Und schaut gegebenenfalls, dass ihr natürlich auch eine lange Hose anhabt, eventuell auch Arbeitsschuhe mit einer Stahlkappe, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Habt da einfach ein bisschen Augenmerk drauf. Eure Sicherheit muss es euch wert sein, dass ihr da einfach mal grundsätzlich einen Gedanken dran verliert. Wenn ich daran arbeite,
Was will ich da eigentlich und welche Gefahren bestehen da? Das wisst ihr im Regelfall besser wie ich, weil ihr hockt bei euch in eurer Werkstatt, in eurem Werkraum, wo ihr auch immer seid und könnt da die Gefahren viel besser einschätzen. Die Grundlagen vom Fräsen sind, wir müssen wissen, was für einen Werkstoff wir haben, wir müssen wissen, was für einen Schneidstoff wir haben, wir müssen wissen, was für einen Fräserdurchmesser wir haben und anhand von den 3 Werten holen wir uns die sogenannten Schnittwerte. Schnittwerte heißt, Drehzahl muss entsprechend sein und ich sage jetzt mal, der Vorschub und die Zustellung ist maschinenabhängig. Mit einer kleineren Maschine kann man natürlich keine größeren Vorschübe fahren und auch keine größeren Schnittdaten haben. Darum immer klein anfangen. Man sollte natürlich, wenn man jetzt die Drehzahl hat, hier schauen, dass man hier auch die optimale Drehzahl eingestellt hat. Wir sind hier in dem hohen Gang, darum ist jetzt der äußere Wert bis 2500 ist für uns real. Und jetzt können wir in etwa abschätzen, welche Drehzahl wir haben. Beispielsweise, es wird jetzt 1000 Umdrehungen vorgegeben, dann ist das irgendwo zwischen 1/3 und der Hälfte, also ungefähr dort. Ob das jetzt wirklich die optimale Drehzahl ist, das zeigt sich erst, wenn man reinfährt. Es ist auch immer, wenn man das schreibt, ein in etwa Wert. Der tatsächliche Wert sollte man in der Bearbeitung selber zu suchen und da kommt natürlich auch die Maschine und die Maschinenleistung in Frage, so wie ich es auch gerade gesagt habe. Wenn man das hat, geht man hier natürlich runter auf die Tiefe. Hier mit der Pinode stelle ich sehr ein, bis ich kurz vom Werkstück bin. Wenn ich kurz vom Werkstück bin, null ich hier oben mein Nonius auf 0. Und wenn ich den dann genullt habe, kann ich dann hier die Feineinstellung machen, bis ich auf der gewünschten Tiefe bin. Und der Anschlag ist, oder besser gesagt die Genauigkeit, entspricht der Genauigkeit des Nonus. Sprich von Strich zu Strich. Zwischen den Strichen ist es kein zuverlässiges Anfahren mehr, da ist es eigentlich mehr ein Schätzen. Ich gebe zu, man kann recht gut schätzen, aber sollte man einfach nicht machen. Tut nicht unbedingt Not, weil im Prinzip ist die Genauigkeit vollkommen ausreichend. Wenn wir jetzt auf die richtige Höhe eingestellt haben, wir fahren jetzt vierschneidiger Fräser von außen an, können wir hier über dieses Handrad in der Y-Achse verfahren, vor und zurück. Man kann aber auch über dieses Handrad in der X-Achse verfahren, also rechts und links. Die Achse ist die Z-Achse, mit der kann man dann quasi auch nach oben oder nach unten verfahren und dementsprechend sein Teil gewünscht bearbeiten. Zu guter Letzt ist natürlich immer hilfreich, einen Verbandskasten in der Nähe zu haben. Man sollte allgemein einen im Haushalt haben, obwohl es nicht vorgeschrieben ist, auch besonders in der Werkstatt. Da ist es besonders empfehlenswert. Wir bieten hier beispielsweise einen von Milwaukee an und durchaus zu empfehlen, darüber nachzudenken, sich einen einzuschaffen. Zum Zweiten habe ich gesagt, dass man mit einem Schnellspann-Bohrfutter mit einer Fräsmaschinenaufnahme, sprich mit einem Einschraubgewinde, zu einem Morsekegel mit Bohrmaschinenaufnahme machen kann, indem man hier einen einschraubbaren Austreiblappen einsetzt. Den bieten wir übrigens auch im Online-Shop an. Das heißt, ich schraube den einfach nur ein und wie ihr seht, habe ich hier einen Austreiblappen. Das heißt, ich kann jetzt in die Bohrmaschine einspannen und mit dem Austreibkeil nach unten treiben, weil ansonsten wäre der Kegel zu kurz. Jetzt sind wir am Ende von dem Video angekommen. Und im nächsten Video werden wir das ganze Wissen, was wir heute gelernt haben, vertiefen, indem wir einfach Späne fliegen lassen und uns irgendwas Hübsches anfertigen. Wir haben natürlich auch so ein Einsteiger-Beginner-Video, ein Guide für Drehmaschinen auch noch. Schaut euch das bitte auch an. Im Prinzip genauso aufgebaut wie das hier von den Fräsen, dass man grundsätzlich erklärt, was hat man für eine Maschine, was kann man damit machen. Wenn es euch gefallen hat, ganz klar, bitte abonniert uns. Ihr könnt uns natürlich auch in Social Medias folgen, wie zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Wir würden uns riesig freuen. In dem Sinne, bleibt gesund und neugierig. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Tschüss miteinander.